So, wir wollen jetzt eine methodische Reihe zeigen, mit der ich meine Schüler, die Anfängerschüler betreut habe beim Volley. Wir machen das mit Martin, der weiß noch nicht, was auf ihn zukommt. Ich werde ihn jetzt von Schritt zu Schritt führen und zeigen, wie der Volley auf der Vorhandseite günstig erklärt wird. So, Martin, erste Position ist die, dass du hier auf dem rechten Bein stehst. Schläger ist in der Ansetzposition. Ich mache das so, bleibst stehen mit dem Bein. Jetzt haben wir wunderbar hier angewinkelter Arm. Schlägerspitze ist über dem Handgelenk. Die kannst du so ein bisschen hier hin. Und Aufgabe ist jetzt nur das zu machen. Das heißt nur das. Der Schläger wird über den Unterarm, Schlagarmstreckung nach vorne unten gebracht. Hierhin, hierhin. Nichts mit den Beinen, nur den Schläger abwärts. Wir haben die Anfangsposition definiert. Die Endposition kontrolliere ich, indem ich schaue, ob jetzt der Schläger am Ende der Bewegung unterhalb der Netzkantenhöhe ist. Genau, aber der muss noch weiter runter, der Schläger, noch weiter runter, der Schläger. Da, jetzt sind wir in der Bewegung drin. So, da will ich hin. Ich will also, dass die Schlägerfläche parallel zum Netz und unterhalb des Netzes zum Ende hinkommt. Genau, das ist es. Zuspiel immer weg vom Körper, damit er das machen kann. So, jetzt haben wir die Bewegung deutlich gemacht. Das wird natürlich beim Anfänger ein bisschen dauern. Da werden einige dann denken, sie müssten den Schläger einfach nur vertikal nach unten. Da bekomme ich natürlich keine Bewegung nach vorne. Das heißt, ich muss darauf achten. Einmal habe ich eine Abwärtsbewegung und ich habe aber auch eine Vorwärtsbewegung. Auch eine Vorwärts. Abwärts, vorwärts. Dann habe ich die Armbewegung drin. So, jetzt gehst du 1 Meter zurück. So, jetzt gleiche Ausgangsstellung. Ja, nur jetzt lässt du dich einfach auf das vordere Bein nach vorne fallen. Dass wir drin haben unsere Bewegung von rechts auf links. Das ist aber nicht so, dass ich jetzt bewusst das linke schnell vorsetze, sondern ich mache im Grunde aus dieser Position nichts anderes wie eben. Aber jetzt ziehe ich quasi mit der Bewegung hopp, das Bein nach und dann habe ich wieder diese schöne Endposition mit Schlägerspitze unterhalb des Netzes und parallel zum Netz. Tennis-Techniktraining für alle Leistungs- und Altersklassen. Dieses Modul Volley sowie die Module Vorhand, Rückhand, Aufschlag sind jetzt verfügbar auf tennistraining-online.com. Holt's euch. Ich versuche wieder die richtige Höhe zu treffen vom Zuspiel her. Der war zu tief. Der ist gut. Der ist gut. Jawohl, da kann er das schön machen. Wenn ich mal nicht gut zuspiele, sage ich es dem Schüler, weil im Anfängerbereich, die treffen dann den Ball nicht, aber schuld war ich, weil ich habe vielleicht den Ball als tiefen Flugballzug gespielt, will aber eine ganz andere Bewegung haben. So, jetzt nehmen wir dazu Bereitschaftsstellung, Fußballen und Schläger ist jetzt in der Bereitschaftsstellung vorne und jetzt muss er aus dieser Bewegung heraus, muss er die Bewegung machen, immer wieder die gleiche Bewegung und der war schlecht zugespielt von mir, er hat den jetzt noch gut hingekriegt, ja, der ist besser, das ist ideales Zuspiel, genau, das ist gut. So. Jetzt kommt der wichtigste Punkt in der Beinarbeit, nämlich der Split Step. Der Split Step wird jeder Bewegung im Tennis vorgeschaltet, außer man ist fauler Tennislehrer, faul, nicht negativ gemeint. Aber natürlich, wenn ich den Ball gut antizipiere, muss ich nicht vorher einen Split Step machen. Aber im Wettkampftennis, im Training, wenn ich ernst spiele, muss der Split Step kommen. Der Split Step hat die Funktion, dass ich über diesen kurzen Sprung bereit bin, eine Richtung zu ändern, dass die Muskulatur aktiviert wird und der Split Step führt dazu, dass wenn die Beine in der Luft sind, ich analysiere, wo kommt denn der Ball hin. Und das ist das Interessante an dem Split Step, den ich natürlich zeitlich gut terminieren muss. Und es wird so gemacht, dass kurz bevor der Gegnerpartner zuschlägt, sind die Beine
in Bewegung und wenn der Gegner zuschlägt, im Treffpunkt in der Luft. So, Martin, deine Aufgabe ist jetzt, dass du aus diesem Split-Step heraus in die Position kommst und die Bewegung, die wir vorher gemacht haben, dann durchführst. Hopp, hopp, jawohl, das ist hopp, hopp, genau. Jetzt kann ich jetzt in der schönen Bewegung. Da ist auch nicht schlimm, wenn ich mal ein bisschen weiter rausspiele. Wunderbar. So, jetzt erweitern wir das Ganze und du gehst jetzt noch 1 Meter zurück oder 1,5 Meter nach hinten. So, jetzt bist du hinten angekommen und jetzt ist die Aufgabe, dass du nach vorne läufst. Ich spiele jetzt noch nicht zu, sondern bin bereit und wenn ich das mache, machst du den Split und deine Bewegung, okay? Du läufst nach vorne und das, jawohl, wieder hinter die T-Linie und du darfst nach vorne laufen, 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 hopp. Ja, also dass das Ganze jetzt mehr aus der Bewegung, oh sorry, war mein Zuspiel und aus der Bewegung, hopp. Ne? So, und jetzt machen wir das ein bisschen schneller mit dem Lauf, laufen, komm, hopp. Jawohl, jetzt muss ich ihn mal fordern als guten Spieler. Hopp, ne? Und nochmal. Und den Ball entgegen. Jawohl. Und immer dran denken, Schläger bleibt unten hin. Und das Ganze steigere ich dann natürlich so, dass ich die Länge des Zuspiels vergrößere, dass ich den Laufweg vergrößere, dass immer die Anforderungen gesteigert werden. Aber die Grundstruktur der Bewegung, die bleibt mehr oder weniger gleich.